Schwarz und eng, Folge 14. Nein, Folge 13. Folge 13, ja. Hast recht. Wir wollten die Unglücksfolge eigentlich nicht machen, aber es ist doch ja, jetzt. Jetzt haben wir es doch gemacht. Naja, Folge 13, Schwarz und eng, da sind wir ja. Zack, bumm. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns überlegt, es kam so viel von euch an Nachrichten, an E-Mails, an Instagram-Bums reingespült in unser Postfach. Haben wir gesagt, nehmen wir das doch einfach mal als Anlass und machen dazu nochmal eine eigene Folge. Also Fetisch und Real Life. Was ist denn eigentlich zwischen den Welten los? Sind es zwei Welten? Ist es eine Welt? Was ist bei uns alles passiert? Was ist bei uns? Es ist so viel passiert. Was genau? Klären wir natürlich alles in dieser Und Folge. was hat es mit dem metallenen Klong auf dem Boden zu tun? Oh ja, spannender Teaser. Es wird schön. Diese Folge hat es in sich. Folge 13. Let's go. Schwarz und eng. Der schwule Fetisch-Podcast. Mit euren Hosts Markus und Alex. Da sind wir wieder, Folge 13. Eigentlich wollte ich Folge 14 draus machen, weil 13 ist eine Unglückszahl, aber ich wurde überstimmt. Ich hab mich dafür eingesetzt. Der Monk in mir hätte es nicht ausgehalten, wenn eine Zahl fehlt. Es tut mir leid. Und bevor wir jetzt überhaupt loslegen und ihr überhaupt loslegt, denken wir mal heute früher dran. Hört uns doch wie immer in Gier und postet eine Story davon, weil wenn wir das am Ende sagen, ist halt irgendwie auch dumm. Ja, und für alle Audiomenschen, die uns nicht im Video konsumieren, sondern nur im Audio, was haben wir eigentlich heute an? Das kann man ja auch mal beschreiben tatsächlich. Weil das ist ja auch viel schöner, wenn man das mal beschrieben bekommt. Also bei mir, ich versuche mal. Alex ist heute im Mülltüten-Look unterwegs. Im Mülltüten-Look, ja. Glänzende Mülltüte. So einen schönen PVC-Anzug mit goldenen Streifen, die tatsächlich sich hier ein bisschen auflösen, wie ich gerade sehe, und abgehen. Aber ich bin auf jeden Fall im PVC unterwegs und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich merke tatsächlich, wie angenehm es ist. Horny. Naja. Ich habe einen weißen Chile an und weiße Vapormax. Ja. Und man sieht auch unsere Sneaks, weil es wurde sich immer beschwert, also für die Video zu gucken, dass wir haben sie in der Kamera zeigen. Ja. So, Folge 13. Herzlich willkommen, da sind wir. Heute geht es tatsächlich zum zweiten Mal, weil wir einfach so viel Feedback hatten und auch Themen irgendwie noch um den Dreh rum, um Fetisch und Real Life. Mensch, ist auch ein großes Thema, glaube ich. Wir haben von euch viel Feedback bekommen. Bei uns hat sich selber viel getan in den letzten Monaten irgendwie nochmal so durch den Podcast und die Folge wird ein bisschen bunt, glaube ich, weil es einfach wissen selber nicht, wo es hingeht. Potpourri ist aus einigen Themen, die wir jetzt gesammelt haben über die letzten Monate, aber es passt jetzt, die alle nochmal irgendwie mal in einem Rahmen abzufrühstücken, so nüchtern es jetzt auch klingt, aber ich glaube, es ist sinnvoll und wertvoll, über diese vielen Dinge und Eindrücke, die wir auch selber hatten, auch nochmal zu sprechen. Genau, von daher Fetisch und Real Life Teil 2. Schauen wir mal, was wird. So, ja, weil wir haben wirklich keine Ahnung, aber bevor wir einsteigen, hier, jetzt kommt wieder so ein kurzer Werbeblock. Das hier ist die Schwulissimo. Das ist ein Magazin aus der schwulen, also es ist ein schwules Magazin, so, zack. Und da sind wir drin. Die haben über uns berichtet. So, ich suche das mal raus. Völlig surreal übrigens. Blätter, und die kamen auch Blätter. tatsächlich, während Alex hier am Blättern ist, Seite 58. Das weißt du sogar? Ja, ich kann mir Zahlen gut merken. Während Alex, also in der Nordausgabe zumindest, während Alex hier am Blättern ist, die kamen tatsächlich, und da nochmal vielen Dank, einfach völlig ohne unser Zutun auf uns zu. Und haben uns schon den fertigen Ausschnitt von einem sehr süßen, netten, kleinen Artikel, Werbe für unseren Podcast zugeschickt. Und so, Achtung, das kommt dann irgendwie nächste Woche in der Februar-Ausgabe. Ja, und tatsächlich, also auf der Seite Media, Bücher, Musik, Streaming und mehr, ist ganz oben Frau Kim Wilde mit ihrem neuen Album. Und dann haben wir tatsächlich eine Podcast-Vorstellung von Glitzer und Flieder. Grüße gehen raus an die Kollegen. Ich habe euch noch nicht gehört, aber ihr seid da auch drin, also deswegen Grüße gehen raus. Dann haben wir Streaming, Blessed Boys, kann man sich angucken bei Amazon Prime und Apple TV. Und dann kommt der Podcast Schwarz und eng als Podcast-Empfehlung. Ich muss euch das und das in einer Reihe auf einer Seite ist es so völlig verrückt. Kim Wilde oben drüber, ich sag's immer wieder, wir sind in einer Reihe mit Kim Wilde. Muss man ja mal so sagen. Nein, wir machen jetzt keine Musik. Da sind wir. So, auf jeden Fall vielen, vielen Dank an die Schwulissimo. Vielen Dank auch fürs Zusenden der Exemplare. Da haben wir tatsächlich jetzt hier fürs Archiv. Danke. Ja, wie im Print. Ich hätte es mir nie vorstellen können. Ich bin da ja ganz ehrlich. Das ist wirklich surreal. Aber das passt ja auch zum Thema Fetisch und Real Life schon wieder. Ja. Also es fühlt sich ja immer noch surreal an, dass irgendwie Magazine über uns berichten. Ich komme da immer noch nicht so ganz drauf klar. Ich erinnere mich gerne daran zurück, wie wir zusammensaßen, Kuchen gegessen haben. Nee, du hattest eine Currywurst? Nee, Kuchen.
Oder davor hattest du noch irgendwas Herzhaftes gegessen, weil du aus irgendeiner Partynacht kamst. Ach, wie und mal unerwartet bei mir aber auch. Und du hast gesagt, ja, ich musste mir schon was bestellen. Und dann hatten wir auch noch einen Kuchen. Aber ich hatte nur einen Kuchen. Ich kam mit dem Motorrad hingefahren. Es war Sommer in Hamburg. Und ich habe gesagt, ich habe eine Idee. Wollen wir da nicht was starten? Und jetzt sitzen wir hier und haben mittlerweile Folge 13 aufgenommen. Also wir haben über 13 Stunden Sendematerial. Das muss man auch mal zusammenfassen. Ja, kommt gut hin, ja. Ja, deswegen, das Die ist arme gigantisch. Welt. Ja. Und ihr hört euch das freiwillig an. Warum? Die Frage stelle ich mir seit Anfang an. Aber es macht Spaß. Also tatsächlich, ich genieße das total. Es macht mir sehr viel Urlaub. Spaß. Ja, so. Und was auch noch reinkam, haben wir hier auch noch stehen, es wird etwas vermisst von dir, Markus, und zwar dein Blablub. Es wird auch nie mehr gefunden werden. Du hattest so einen Anfall, dass Also du diese eine Folge... Was war da los? Ich stand offensichtlich neben mir, aber lustigerweise war das noch nicht mal nach einer Partynacht. Also Du hast in jedem dritten Satz Blablub verwendet. ja, blablub. Und es wurden schon Trinkspiele draußen Ich fange damit gemacht. gar nicht mehr an, weil ich habe immer wieder mal so, es kommt mir auf Arbeit immer wieder mal hoch und dann beiße ich mir auf die Zunge und spreche es nicht aus. Aber die Idee mit dem Trinkspiel dahinter finde ich immer noch sehr, sehr gut. Ja, wir machen das nicht mehr. Also das war jetzt natürlich eins der wichtigsten Feedbacks für die ganze Folge heute. Ja, und wir damit beenden die tschüss. Folge jetzt auch endlich mal eine kurze Folge. Nach 6 Minuten vorbei. So, finde ich gut. Nee, wir haben tatsächlich noch ganz, ganz viel. Und, Wichtiges Feedback genau, und wichtige Eindrücke. Ernstzunehmendes Feedback. Und wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen der chaotische Teil. Wir haben gesagt, wir fangen einfach mal an und reden so ein bisschen, was ist eigentlich die letzten Monate passiert, was kam alles so zurückgespielt Was und überhaupt. der Podcast auch mit euch gemacht hat. Ja. Anscheinend, also was uns, ich glaube, das ist für mich, wenn wir mal erstmal bei uns bleiben, was sich bei uns verändert hat, weswegen ich wie auf die Idee kam, die Folge zu machen. Bevor wir jetzt E-Mails vorlesen, jetzt ändere ich gerade unseren roten Faden schon wieder. Ja, mach mal. Ja. Mir war bis vor einiger Zeit, bis ich einige wirklich, wirklich emotionale E-Mails, lange E-Mails gelesen habe von euch und auch Nachrichten, mir war gar nicht bewusst, was wir für einen wahnsinnigen Impact auf das Leben von einem anderen haben können mit dem Podcast. Also für mich war das von vornherein eigentlich so eine Spaßgeschichte. Also schon ernstzunehmender Spaß, aber halt einfach, ich erzähle einfach ein bisschen von meiner Fetischwelt oder was ich da so mache, weil ich halt einfach gern drüber rede und dann einfach wahnsinnig offen da auch bin. Aber das war nie die Intention dahinter, Menschen zu beeinflussen, also auch im positiven Sinne. Und was wir da teilweise gelesen haben, wir werden euch nachher mal noch 1, 2 E-Mails vorlesen, wo wir auch danach gefragt haben, ob wir sie vorlesen dürfen. Das hat mich teilweise zu Tränen gerührt, wirklich, weil es einfach irre ist, in welchem Punkt andere vielleicht im Leben stehen, wo wir jetzt irgendwie ein ausschlaggebender Punkt waren, weswegen sie sich jetzt dann plötzlich offener im Leben bewegt haben oder geoutet haben oder keine Ahnung was. Und mit dem Wissen da jetzt ranzugehen, das macht einem eine gewisse Ehrfurcht plötzlich. Total. Aber irgendwie ist es auch schön, weil im Endeffekt haben wir ja positiv beeinflusst. Also ich will es jetzt auch alles nicht schönreden, aber wir haben eigentlich de facto kein nicht groß negatives Feedback bisher bekommen. Ja. Und auch das würden wir sehr ernst nehmen. Also die Sachen, die ja mal kamen, sind wir auch immer eigentlich direkt drauf eingegangen oder haben direkt geantwortet. Aber das hat wohl doch irgendwie einen positiven Einfluss auf manche Leben. Und das ist mir so wirklich bewusst geworden. Und daneben habe selbst ich mich noch an einigen Stellen fetisch geoutet, wo ich es nie vorhatte. Mit sehr positiven Eindrücken, wo ich auch mal noch 1, 2 Sachen zu gleich erzählen kann. Das waren so das letzte halbe Jahr, so meine Eindrücke. Ich glaube, bei dir war es etwas umfangreicher noch, oder? Mit dem Outings. Witzigerweise, ich habe ja diese Idee mit diesem Podcast, war ja eher auch, ich sag mal, aus dieser lustigen Idee heraus, oder ich ging da ein bisschen anders, ich ging ja sehr analytisch ran, habe gesagt, okay, so ein Format, es gibt eine Community, irgendwie so ein Podcast, das, was ich mir vorgestellt habe, so, das gibt es nicht, wollen wir nicht sowas starten? Also da bin ich ja eher so, okay, welches Produkt kann man machen? Ja, ist so blöd gesagt, eigentlich aus der Produktentwicklung heraus rangegangen. Und natürlich auch aus einer ganz großen Überzeugung und habe mir erst dann während der Produktion ist mir klar geworden, dass ich ja selber sehr offen darüber reden muss, jetzt wo es gestartet ist. Also das ist mir auch erst während der ersten Folge so richtig bewusst geworden. Und wenn ich jetzt noch in Folge 1 reinhöre, merke ich, wie ich einfach sehr Larifari drum herum rede. Und mittlerweile sitze ich hier auf dem Stuhl und erzähle irgendwie, dass ich gerne irgendwo Party mache und Schwänze lutschen möchte. Blöd gesagt. Das war mir zu Folge 1 nicht bewusst, dass dieser Punkt kommen wird. Und das finde ich total spannend. Und was im Endeffekt da dieser Podcast jetzt mit mir so auch selber gemacht hat und dass ich mich deutlich offener fühle, es war wirklich ein zweites Outing.
Und das wird angenommen. Also bestes Beispiel, heute sitzen wir hier mal wieder bei uns in der Firma, so wie wir ja häufiger sitzen, und es lief ein Kollegen über den Flur, der hier sein Auto abgeholt hat und der sprach uns an und ich meinte, ja Markus, das ist hier mein Podcast-Kollege und er wusste sofort, welcher Markus du bist. Really? Welcher Podcast deswegen hat er ist. gar nicht nachgefragt. Nein. Das war einfach so für ihn völlig normal, dass du der Markus aus dem Podcast bist. Das ist so verrückt. Der wird diesen Podcast jetzt nicht hören, aber seine Frau, die mit ihm auch dabei war und auch seine kleine Tochter, gut, die wusste jetzt nicht, worüber wir sprechen, aber die Frau wusste schon, worüber wir sprechen, weil die kennen diesen Podcast. Wild. Kam da nicht sogar vorher noch irgendwie die Frage, ob das jugendfrei ist, was wir heute besprechen genau oder so ähnlich? Ja. Das ist halt einfach so und das hätte ich mir niemals vorstellen können wenn mir jemand gesagt hätte, ja, das wird mal so sein. Ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen, oder gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, der Impact bei dir war nochmal deutlich größer als bei mir. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, weil dein Instagram-Profil war vorher geschlossen, du hast hier, also in deinem privaten Umfeld wusste fast keiner über das Fetischthema irgendwas. Ich glaube, dich haben ja mehr Leute drauf angesprochen mittlerweile als mich sogar. Also, es kann sein. Also was du immer so erzählst, ist ein Bruchteil bei mir. Allein auch das Interesse, ich sag mal, an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Also, ne, das Interesse ist einfach deutlich gestiegen, weil ich mich einfach viel mehr damit beschäftige, zu sagen, okay, ich möchte irgendwo hin zum Socializing, ich möchte irgendwo hin zum Feiern, wo es um Fetisch geht. Also, allein nur, was ich mir mittlerweile alles an Fetischsachen gekauft habe, seitdem wir diesen Podcast machen, weil ich aber auch irgendwie das Bedürfnis habe, zu jeder Folge vielleicht was anderes anzuziehen. Es wird aber echt eine teure Angelegenheit langsam. Na, vielleicht wird es ja bald mal ein Fullsuit noch von Rubber, dann kannst du den auch mal anziehen. Eventuell. Wobei dann müssen wir dich aber vorher noch in so in so eine Aluwanne drunter stellen, dass sich das ganze Wasser sammelt. Das trieft dann noch, ja. Aber deswegen, das hat viel gemacht, ja. Tatsächlich, das nehme ich auch so wahr. Du bist schon nochmal offener geworden. Aber dadurch, dass wir ja so viel auf Instagram auch mit Reels machen, bestes Beispiel, ich war um Weihnachten rum in meiner alten Heimat in Bayern irgendwie feiern und mich hat auch ein Kumpel aus meiner Vergangenheit angesprochen. Ja. Ach Mensch, du machst jetzt einen Fetisch-Podcast. Ich habe da ein Reel gesehen. Ich so, ach Mensch. Ja. Und das Gleiche auch mit den Reels. Ich meine, die sind ja bei Instagram relativ gut im Kurs, weil Instagram ja selber Reels ganz gerne mag und auch pusht, wenn die irgendwie gut viel geklickt werden. Und am Ende natürlich wissen die, welche Accounts zu einer E-Mail-Adresse gehören und schlagen das bestimmt auch Familie und Freunden vor, denen ich halt privat folge mit meinem privaten Account. Mich hat zum Beispiel mein Friseur, Grüße gehen raus an Henry, falls er uns hört, letztes Mal ist wirklich erst eine Woche her oder sowas, war ich beim Friseur und ich komme in den Laden. Nein, ich wusste schon, dass mein Friseur den Podcast entdeckt hat, weil ich am gleichen Tag morgens oben in den Benachrichtigungen bei uns im Podcast-Account sah, so Priorität, der und der Account folgte jetzt und ich sehe das und denke mir so, oh nein. Das Dumme ist, der hat eine wahnsinnig große Fresse. Der ist der Ladenchef, ich bin bei dem schon seit 8 Jahren beim Schneiden und der redet wie ein Wasserfall, da komme selbst ich mal nicht zu Wort und er hat eine wahnsinnig laute Stimme und er hält den ganzen Laden immer mit mir zusammen. Super sympathisch. Ja. Ich komme rein, oh, mein Lieblings-Podcast-Schwuppe ist wieder da, hallo Markus. Oh, geil. Und irgendwas dann noch so, hallo, Lack- und Leder-Podcast und ich so, oh, Henry. Ja. Da saß ich sogar mal verschämt im Laden dann ganz kurz. Ja. Und dann haben wir uns aber wirklich kurz über den Podcast unterhalten, auch als er mir die Haare geschnitten hat und sowas. Super entspannter Kerl. Ich meine, der ist im Friseurumfeld groß geworden. Da gibt es auch ganz viele Schwule einfach. Der war in Berlin schon in allen möglichen schwulen Clubs feiern. Also alles super entspannt. Aber weißt du, über so ein Reel, das vorgeschlagen wurde, weiß auch mein Friseur jetzt, dass ich einen Fetisch-Podcast mache. Und hat es total entspannt aufgenommen. Und wir haben uns darüber auch irgendwie kurz unterhalten und über das Feiern gehen in Berlin und sowas. Also ja, witzig. Ich hatte das tatsächlich auch. Ich war jetzt gerade letzte Woche mal wieder bei meinem ehemaligen Arbeitgeber beim Radiosender in Hamburg. Und ging durch die Redaktion, da hatten mich auch einige angesprochen. Sag mal, ich hab so Reels auf Instagram gesehen, du machst jetzt einen Podcast. Die Nachrichtenredaktion wusste alles aus diesem Podcast, komischerweise. Also, ich sag mal, die Leute kriegen das dann doch schon ausgespielt. Das finde ich super spannend und auch super interessant. 2 Kollegen meiner Arbeit, auch wollten wir heute eben von erzählen, passt ja gerade mit Arbeit, haben auch durch die Reels das entdeckt. Einmal meine eine Arbeitskollegin, die ich ja schon mal gegrüßt habe, die ich ja lange Zeit blockiert habe auf meinem Fetisch-Account. Ja, hast du ja nicht mehr blockiert, oder? Genau, das wollte ich tatsächlich erzählen. Ich war ja damals irgendwie noch nicht so ganz bereit, als sie das durch diese dumme Aktion mal entdeckt hat, weil ich ja vom falschen Profil gefolgt bin. Dann hatte ich sie ja danach blockiert und ich habe jetzt tatsächlich nach der einen Folge neulich habe ich sie entblockiert und sie folgt mir jetzt auch und sie findet es ganz spannend und wir unterhalten uns seitdem tatsächlich noch viel, viel intensiver und mehr auch mal auf der Arbeit über mein Fetisch-Freizeitleben. Sie ist da wahnsinnig neugierig, auch was ich so in Berlin treibe und so über die Nächte, oder die
lange Nächte. Mega toll, also wirklich wahnsinnig tolle Entwicklung. Und ein anderer Kollege hat den auch zufällig entdeckt jetzt. Der hatte das mal am Rande mitbekommen, dass ich einen Podcast mache. Auch super offener Kerl, eher introvertiert und ruhig. Liebe Grüße, du weißt, wenn du die Folge hörst. Ich finde es aber tatsächlich total schön, weil er meinte halt, er hat ihn jetzt nicht bewusst gesucht im Podcast, weil es irgendwie auch eine Grenze ist, die da irgendwie vielleicht überschritten werden kann. Ja. Er hat dann aber halt das Reel irgendwie gesehen, ist dann auf den Podcast-Account gekommen und hat mir dann ein paar Tage später erzählt, er hat jetzt mit dem Podcast angefangen, weil es hat sich quasi angeboten und ihn stressen halt Podcasts immer, die halt so eine hohe Schlagzahl raushauen, jede Woche oder so. Aber bei uns ist das ja alles entspannt, so alle paar Wochen mal eine Folge. Und er hat die jetzt auch angehört, auch wenn es nicht seine Themen sind, aber er findet das immer spannend, einfach mal eine andere Welt zu hören. Ja, ich hatte ja vorhin auch berichtet, wir sind ja auch regelmäßig mit unserer Firma in der Barclays Arena in Hamburg unterwegs. An dieser Stelle auch Grüße gehen raus an das ganze Team, die uns da hören. Da hören nämlich auch schon einige mittlerweile zu. Das ist so verrückt. Mittlerweile komme ich da hin und werde dann auch von ein paar Menschen von der Lokalität angesprochen mit, na Alex, was gibt's Neues im Podcast? Also auch die wissen Bescheid, auch die folgen. Finde ich spannend. Finde ich einfach richtig, richtig spannend. Ja. Und es ist einfach so normal geworden. Und das, was wir uns ja selber irgendwie als Ziel gesetzt haben, wir wollen Fetisch einfach ein bisschen mehr, nicht voll in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken, aber einfach mehr als ein gesellschaftlich anerkanntes Thema. Ich sag mal, vielleicht so irgendwie mit reinbringen, dass das völlig normal ist. Und dass man einfach drüber reden kann. Damit. Ich wollte gerade sagen, das haben wir uns ja nie aufgezwängt, dass wir genau das als Punkt haben, aber wenn man jetzt so die Artikel, die wir so mal gesehen hatten, da geht es ja wirklich plötzlich im Kern eigentlich nur noch darum. Ja. So dieses Fetisch salonfähig machen oder dass man halt drüber reden kann. Und das ist ja vielleicht am Ende auch, das ist auch das, was bei euch, glaube ich, so ankommt oder vielen jetzt geholfen hat, wenn wir dann nachher mal noch eine E-Mail vorlesen, dass es irgendwie gar nicht so schlimm ist, da offen drüber zu reden. Nee, und es tut gut. Also das merke ich bei mir einfach ganz persönlich. Es tut so unfassbar gut, diesen Austausch zu haben. Also auch bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo mit Leuten ins Gespräch kommt. Generell finde ich mit dir das immer einen sehr, sehr tollen Austausch. Ich lerne sehr viel und das tut gut. Vielleicht versaust du mich auch ein bisschen, das tut auch gut. Manchmal bin ich auch einfach ein schlechter Einfluss, das habe ich auch schon häufiger mal gehört. Ja, aber es ist okay, man sucht sich das ja selber aus. Ich hatte auch meine schlechten Einflüsse, jetzt bin ich selber einer mittlerweile, jetzt bin ich groß. Ja, so, jetzt bist du groß, genau. Jetzt kann ich es weitergeben. Aber das macht Spaß, das tut einfach richtig, richtig gut. Ja. Am Ende des Tages ist die Welt, in der wir uns bewegen, ja auch in einer gewissen Form auch einfach Ablenkung vom Alltag. Ja. Und für mich ist das immer wichtiger geworden, deswegen bewege ich mich ja auch nur noch in der Welt und das ist ja am Ende so ein bisschen, es ist ja nicht nur sexuell, das bringen wir, glaube ich, auch ganz gut zum Ausdruck, aber es ist halt einfach eine Welt für sich und die kann aber halt neben dem Alltag einfach existieren und den sogar perfekt ergänzen, finde ich. Weswegen sich ja auch eigentlich meine ganzen Wochenenden mittlerweile dahin verlagern oder nach Berlin vor allen Dingen auch. Ich brauche und ich will das, dass ich aus meinem Alltag in Hamburg und einem sehr anspruchsvollen Job einfach Freitagabend den Kopf ausschalten kann. Und den Kopf schalte ich aber auch erst wieder Montagmorgen ein, manchmal erst Dienstagmorgen. Hört dein Chef auch zu? Wir hatten das neulich auf Arbeit tatsächlich, dass der Montag bei mir manchmal nicht existiert. Ja. Ja, aber ist doch völlig in Ordnung. Aber es funktioniert und solange man dann im normalen Leben noch, ich sag mal, leistungsfähig ist oder seinen Job macht, ist das, finde ich, auch nichts Verwerfliches, wenn man da an den Wochenenden den Kopf ausschaltet und es genießt. Ja. Solltest du auch häufiger mal machen, nicht so viel arbeiten am Wochenende. Aber mittlerweile tatsächlich auch der Podcast hat dafür gesorgt, dass ich dieses Jahr mir auf jeden Fall ja auch vermehrt vorgenommen habe, mehr für mich zu tun. So, das muss jetzt nicht mehr Fetisch sein, das kann auch mal einfach ein ganz normaler Besuch in der Sauna sein oder einfach mal auf dem Sofa liegen. In der schwulen Sauna? Das übrigens ist, das wäre auch noch ein Thema für eine Folge. Ich war noch nie in der schwulen Sauna, ich möchte das unbedingt machen und ich überlege da mal hinzugehen. Wir gehen mal in die Dragon Sauna, da war ich auch noch nie. Echt? In Hamburg, ja. Und dann berichten wir davon. Aber nicht von dort vor Ort. Nein, nee, das wäre komisch. Nee, aber, ich war tatsächlich, also ich bin nicht so der Saunatyp, aber ich habe von der Dragon Sauna bisher nur Gutes gehört und auch schon 1, 2 Bilder mal gesehen. Die ist echt schön. Ja, also ich mag total saunieren und ich mag auch aber nackte Männer. Eigentlich müssten wir das ja jetzt noch machen, im Winter, solange es noch kühl ist. Ja, dann müssen wir uns gleich einen Termin raussuchen. Unter der Woche vielleicht mal. Dann nehmen wir noch hier 2 Freunde mit, die gehen da auch ab und zu mal hin. Ja. Die sind da übrigens, jetzt kommen wir wieder zum Thema Fetisch, die ich gerade meine, die sind da auch schon mal mit Keuschheitsgürtel, also Locked quasi hingegangen und das kam auch richtig gut an. Ja. Kannst du auch machen da, mit Cage rumlaufen. Das heißt, wir machen einen Saunaausflug zusammen in die Dragon Sauna nach Hamburg.
Ich bin dabei. Ich finde, das ist eine gute Sache. Können wir auch mal einen Freund mitnehmen, der mag auch Sauna. Das wäre doch Ja, richtig mein Freund, cool. dem wollte ich da auch schon mal zu überreden, hat er gesagt, nein, will er nicht. Können wir echt mal gucken die nächsten Wochen. Also, wenn Gerne. es mal noch so ein kalter Abend ist, Guck mal, und zack, haben wir kalter gleich Abend. schon wieder ein Thema für eine Folge. Wenn ihr noch nicht in der Gay-Sauna wart, dann werdet ihr es von uns erfahren, wie es da so abläuft. Bitte. Vielleicht lutscht Alex dann ja auch mal einen Schwanz, Das könnte passieren. während er am Schwitzen ist in der Sauna. Oh, wobei, aber das kann ich mir halt gar nicht vorstellen, ne? Wenn ich da mir bei 80 Grad oder so einer Sauna... Vor dich hin dampfst. Ja, da habe ich... Und schon keine Luft bekommst quasi. Genau, ich habe ja gar keinen Kreislauf, um mich überhaupt zu bewegen. Wenn ich liege in der Sauna und dann zu schnell hochkomme, habe ich sofort Kreislauf. Dann rufen wir danach einen Notarzt und der fragt, was los war. Naja, der hat einen Schwanz gelutscht und ist dabei umgekippt. So, super. Kann man sich Schlimmeres vorstellen. Schon hat man eine Story. Ja. Aber weswegen wir uns heute Zurück eigentlich zum nicht getroffen vorhandenen haben- roten Faden. Ich habe ein bisschen was ausgedruckt, ganz analog in Papierform. Ist ja widerlich. Denn wir haben mal so ein bisschen geguckt, warum wollten wir eigentlich so eine Folge wie heute machen? Und ich will nicht sagen, es gibt einen Ausschlag oder gab einen Auslöser. Doch, es gab einen aber Auslöser. Tatsächlich. Wir wollen den Namen nicht nennen, aber wir haben tatsächlich bewusst gefragt, ob wir das vorlesen dürfen. Wenn du den Text hörst, glaube ich, wirst du wissen, wer du bist. Ja. Vielen Dank für die Nachricht. Ja. Die war wahnsinnig berührend und auszeichnend tatsächlich für die Folge heute. Ich erinnere mich an den Abend, als diese E-Mail reinkam und ich habe sie gelesen. Du hast sie gelesen und wir haben uns nahezu zeitgleich eine WhatsApp geschrieben, so nach dem Motto, hast du auch gerade Tränen irgendwie in den Augen drin, weil das einfach so ehrliche und so schöne Worte waren. Deswegen haben wir, wie gesagt, gefragt, ob wir die in Teilen hier zitieren dürfen und deswegen, ich werde jetzt mal ich habe jetzt das Vorlesen nicht geübt, was ich jetzt davon wenn es einer vorlesen besser möchte. vorlesen kann als ich, dann du, als ehemaliger Radiomoderator. Ich werde mal so ein bisschen zwischen den Zeilen springen, aber einfach, dass auch für euch draußen durchkommt, warum wir diese E-Mail so toll sind. Ich lese so mal toll mit finden. hier. Ich setze mal meine Lesebrille auf und dann machen wir hier eine gemeinsame Lesung. Meine liegt im Auto. Also, hey Markus und Alex. Ich bin sehr begeisterter Zuhörer eures Podcasts. Ihr seid sicher nicht die Ersten, die sich mit diesem Thema beschäftigen. In Vergangenheit empfand ich sehr oft, wenn über Rubber und Fetisch irgendwo berichtet wurde, es immer sehr schwierig. Oft hat ein Profi berichtet, wie es ist, wie gut es... Nochmal. Oft hat ein Profi berichtet, was wie gut ist und wie man sich zu verhalten hat und. Schnell hatte man das Gefühl, belehrt zu werden oder noch viel schlimmer das Gefühl, dass man etwas falsch machen könnte. Ohne anderen Vorwürfe zu machen, so hat sich das nie passend angefühlt und irgendwie auch wieder ein komisches Gefühl hinterlassen. An dieser Stelle erstmal vielen Dank für das Feedback. Dazwischen den Zeilen kommt ja raus. Danke. Und jetzt schreibt er auch, bei euch beiden ist das komplett anders. Besonders dadurch, dass ihr beide dieselbe Leidenschaft teilt, aber auch sehr weit abweichende Erfahrungen mit dem Thema habt. Das macht euren Podcast so echt. Ich bin mittlerweile 43 Jahre alt, habe sehr spät mich in meinen Fetischen gestellt und auch meiner Sexualität. Besonders deshalb finde ich es so wunderbar, wenn zwei junge Leute mit einer derartigen Leichtigkeit dieses Thema angehen. Und trotzdem schafft ihr es zu vermitteln, wie man mit seinen Geistern kämpfen muss, um offen mit seiner Leidenschaft umzugehen. In euren Gesprächen hört man deutlich raus, dass es auch für euch mit viel Erfahrung und Community manchmal schwer sein kann, mit Blicken umzugehen. Dass manche Situationen, wo Leute vielleicht etwas vom Fetisch mitbekommen, von dem man gar nicht möchte, dass sie das mitbekommen, so schwierig sind. Hemmungen in einen Laden zu gehen, wo so schöne Sachen hängen, Scham vor dem eigenen Partner, Angst, wie Freunde reagieren könnten und so viele Themen sprecht ihr an. Ihr nehmt sie ernst und tut sie nicht ab, sondern sprecht darüber. Aber auch beweisen eure Erfahrungen und Erlebnisse, dass es doch oft nur in unserem Kopf ist und wie es hinterher halb so schlimm war. Ich finde mich darin so sehr wieder und ich glaube, das wird den meisten so gehen. Ich bin begeistert, wie ihr all diese Probleme und auch diese tollen Momente, die man mit Fetisch erleben kann, gut darstellt. Es ist für mich noch genauso aktuell wie für euch jungen Männer. Ja, und ich bin erstaunt, dass zwei so junge Leute, denen ich bei einem Podcast zuhöre, es schaffen, mich, in Klammern, einen mittlerweile in die Jahre gekommenen Mann. Quatsch, bei 43, by the way. Ja, und er hat auch Fotos von sich geschickt. Nein, der auch ist nicht Quatsch. in die Jahre gekommen. Also, zieh das bitte zurück. Zu begeistern und ihren Worten mich mitzunehmen, um mich nachdenklich zu machen. Ich hoffe, dass viele eurer Zuhörer den Mut bekommen, zu sich zu stehen, den Fetisch zuzulassen, ihn zu genießen und sich nicht ängstlich mehr verstecken müssen. So, also soweit einmal, ich sag mal hier Introduktion, das war jetzt aber ganz, ganz viel Lob. Danke. Allein das geht ganz, ganz nah auch beim Vorlesen gerade, weil das einfach ganz viel ausdrückt von dem, warum wir das hier dann irgendwie doch schlussendlich machen und auch einfach dranbleiben. Was uns dann erst aufgefallen ist im Laufe der Zeit, weswegen wir das machen, aber ja. Und jetzt kommt der harte Teil. Also, schöne, emotionale, wirklich
tiefgehende Teil. Genau, jetzt kommt nämlich der Absatz. Und er schreibt da, ich bin beeindruckt von eurer Power, Mut und Begeisterung. Was hätte ich gegeben für diese Kraft vor vielen Jahren? Mein Lebensweg war das Verstecken in einer heterosexuellen Beziehung und das Verstecken und Ankämpfen meines Fetisch. Das alles zu ändern nach Jahren war eine Mammutaufgabe, die noch heute tiefe Narben auf meiner Seele hinterlassen hat. Heute mit meinem Lebensgefährten zusammen zu sein und offen über unseren Fetisch, zumindest gemeinsam, zu reden und es zu leben, ist großartig. Auch wenn wir dort immer noch viel probieren und Mut manchmal sammeln müssen, wie auch deutlich Jüngere, bin ich dankbar, zu mir zu stehen. Ich hoffe so sehr, dass viele besonders junge Menschen schneller dank einem solchen Podcast und solch Idolen, wie ihr es sein könnt, einen leichteren und besseren Weg finden. Mut zu haben, sich zu trauen, Rubber, Leder oder was auch immer zu genießen. Bleibt dran, macht weiter so. Ihr schafft es sogar jemanden wie mich so sehr zu beeindrucken. Danke. Soll ich mal abnehmen? Ja. Ich glaube, die anderen beiden, wo machen wir denn weiter? Warte mal. Hier. Ich hoffe, dass mein Mann und ich auch endlich den Mut haben, im kommenden Jahr auf Veranstaltungen zu gehen. Ich hoffe es auch sehr für euch. Es macht sehr viel Spaß, by the way. Und unseren Outfits öffentlich genießen zu können. Wie großartig wäre es doch, die doch so peinlich für Markus unterschriebene Autogrammkarte von euch zu bekommen. Übrigens, das sollten wir dann auf jeden Fall mal jetzt noch nachholen. Schicken wir raus. Und euch mal zu treffen. Als kleine Anregung, Termine und Orte, wo es möglich ist, unbeschwert Rubber und Co. zu genießen, ankündigen. Das machen wir ja eigentlich immer wieder mal und dann gibt es ja auch noch in-gier.de. Richtig. Ja, mich hat es auch gerade schon wieder mitgenommen, die Nachricht. Das ist ganz toll. Man merkt einfach, also generell bei dem ganzen Feedback, was reinkommt, das haben wir ja auch immer gesagt, uns ist es ja wichtig, dass wir möglichst auf jede Nachricht ja auch persönlich antworten. Und ja, das tun wir auch. Also bis jetzt, glaube ich, haben wir noch nie eine Nachricht unbeantwortet gelassen. Manchmal dauert es vielleicht einen Ticken länger, bis wir antworten. Aber solche Nachrichten, das ist total krass, weil irgendwie, das ist das, was du anfangs gesagt hast, uns ist oder war und ist, glaube ich, immer noch nicht so ganz bewusst, was für eine Welle dieser Podcast irgendwie am Ende schlägt. Eigentlich sitzen wir hier nur und schnacken irgendwie lustig in Mikrofone rein. Und Markus erzählt, welche Körperteile er in sich hat und ich erzähle, was ich gerne in mir hätte. Also eigentlich ist das die Kurzform unseres Podcasts. Aber dass wir doch irgendwie, oder dass es auch rüberkommt, dass zwischen den Zeilen doch eigentlich ganz, ganz viel Leidenschaft einfach da gehört ja steckt trotzdem noch viel mehr dazu, also dass man überhaupt mal so ungezwungen irgendwas in sich einführen lassen kann und dann vielleicht auch noch drüber reden kann, das ist ja nochmal ein anderes Thema, da gehört ja doch mehr dazu und das war mir vorher selber nicht so bewusst. Für mich ist das ja alles wahnsinnig normal. Das ist, also ich unterhalte mich jetzt auch immer wieder mit Leuten über den Podcast und das ist so für mich, als würde ich mich mit einem Freund treffen und irgendwie über meinen Alltag reden. Es ist ja mittlerweile mein Alltag kurioserweise geworden, zu halben Teilen, also am Wochenende und so. Das ist so normal, da so drüber zu reden, aber mir wird immer klarer auch, wie nicht normal es für andere ist oder was es für eine Energieaufwand ist für andere, so offen darüber zu reden. Ja. Aber wir können halt jeden nur ermuntern dazu. Ja. Einfach das zu tun. Rausgehen, mutig sein, sich seinen Ängsten stellen, sich den Mut irgendwie nehmen. Im Endeffekt auch so wie die E-Mail eben gerade, das einfach als sehr schöne Geschichte im Sinne von lange Zeit in einer heterosexuellen Beziehung irgendwie sich nicht ausleben dürfen, nicht man selbst sein zu dürfen und dann einfach rauszugehen, zu sagen, okay, ich schnappe mir jetzt den Mut und ich lebe jetzt einfach mein Leben. Toll. Wirklich, wirklich, wirklich toll. Und auch danke an dieser Stelle, dass ihr auch dann so offen seid. Da sind so viele dabei. Das war jetzt stellvertretend eine wirklich emotionale Nachricht für so viele andere. Ja. Es kommen ja fast täglich irgendwie E-Mails. Ja. Und das ist ja nicht wirklich nur so, hallo, ist toll, sondern da geben sich Menschen ja wirklich Mühe und öffnen sich völlig anonym, also was anonym, aber ich sag mal, wir kennen uns ja nicht. Ja. Das ist beeindruckend. Auch über Instagram kommen da immer so viele Nachrichten. Und wir versuchen wirklich alles zu beantworten. Ja. Oder halt auch mal mitzunehmen, weil es sind ja wichtige Themen dabei. Und deswegen ist ja die Folge auch entstanden heute. Weil wir dachten, das ist trotzdem wichtig, das nochmal zu teilen. Jetzt mit dem Bewusstsein ja auch für uns, dass es ja wiederum auch Auswirkungen hat auf andere. Und so ein bisschen soll ja, das ist ja auch dieser, ich sag mal, der große Community-Gedanke, der über allem steht. Also Netzwerken austauschen,
also beruflich bin ich ja eigentlich auch Netzwerker vom Beruf und gucke immer, dass ich irgendwie gucke, guck mal, der braucht das, der kann das liefern, guck mal, ich bringe die beiden mal zusammen. Und mittlerweile sehe ich unseren Podcast auch so ein bisschen so. Also, dass wir einfach das gar nicht mal im Sinne von irgendwie Menschen zusammenbringen, laufen sondern die Fäden zusammen. Aber so jemand irgendwie hat ein Problem, hat eine Frage, hat einen Fetisch, der vielleicht irgendwie erstmal anders ist oder ungewöhnlich, ja, dann lass mal irgendwie erstmal austauschen, also kennenlernen. Und das sind ganz viele Sachen, wo es einfach wichtig ist, drüber reden, kommunizieren, schreiben, sprechen, treffen, keine Ahnung. Das macht einfach so viel aus, ne? So viel Zwischenmenschliches. Ja. Ich gucke auf unsere schlaue Liste. Unseren nicht vorhandenen roten Faden. Ja. Du hast da ein paar Stichpunkte drin. Haben wir das schon alles? Naja, wenn wir jetzt schon beim Vorlesen sind, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und ich hoffe, meine Schwester bringt mich nicht um dafür. Das ist wirklich, das war für mich das, da kriege ich jetzt schon wieder Pipi in die Augen. Das war für mich das Emotionalste bisher in dem Podcast tatsächlich. Ich habe mit Snapchat erst vor einem halben, dreiviertel Jahr angefangen oder vor einem Jahr von mir aus und hatte irgendwann letztes Jahr im Oktober oder sowas, hatte ich dann irgendwann relativ bewusst sogar, Klammer auf, ich habe meine Schwester halt bei Snapchat und die kriegt auch schon immer mal ein Fetischbild mit, also die wusste auch, dass ich irgendwie eine offene Beziehung habe, die war auch mal einmal im Prinzknecht mit uns, also ein bisschen was weiß sie, aber halt ganz, ganz nah an der Oberfläche nur. Und dadurch, dass sie mein Verteiler ist, hat sie halt auch mal irgendwann mitbekommen, dass ich hier vom Podcast-Setup was gepostet habe. Und dann hat sie halt wirklich interessiert nachgefragt, was ich für einen Podcast da mache. Und da habe ich selbst mal alle meinen Mut zusammengefasst und habe ihr halt den Link geschickt. Ja. Und dann meinte sie so, okay, ja, sie hört mal rein. Dann habe ich einige Wochen nichts mehr davon gehört, was ja auch völlig okay ist, auch wenn sie es nicht angehört hätte oder danach mich nicht nochmal irgendwie kontaktiert hätte. Alles in Ordnung. Schwierig. Naja, ich lese die Nachricht mal vor, dann hole ich bestimmt wieder. Das war an einem Freitagabend, wo ich im Prinzknecht war. Beschissenster Zeitpunkt überhaupt für diese Nachricht. Ja. Ich hatte schon leicht einen im Tee und sie schreibt mir dann, und ich versuche das jetzt mit völliger Fassung vorzulesen, hello, mir ist vorhin das mit dem Podcast wieder eingefallen. Das war wie gesagt 2-3 Wochen, ich hatte schon völlig vergessen. Völliger random Freitagabend und habe mal so für 30 Minuten reingehört. Also vermutlich war es jetzt schon eine Überwindung für dich, mir das, also deiner kleinen Schwester zu schicken, aber ich wollte nur sagen, dass ich damit gar kein Problem habe und die restlichen Folgen auf jeden Fall noch anhöre. So, Teil 1. Also, und dann schreibt sie, also klar ist das jetzt eine total neue Seite, die ich bislang von dir so nicht kenne, aber solange du glücklich bist, was du offensichtlich bist, ist das genau das Richtige, wie du es alles magst. Ich freue mich so sehr für dich, dass du irgendwie angekommen bist. Viele würden sich sicher wünschen, dass sie so offen und mutig wären wie du in der Beziehung. Du bist doch sicher ein Vorbild für viele. Bin sehr stolz, dass ich einen tollen Bruder habe, und hab dich sehr lieb. Oh, Alex heult auch schon fast. Ich muss an was anderes denken gerade. Das ist schön. Das ist für mich das Bedeutendste gewesen an dem Podcast. Ja. Hörst du jetzt auf? Wir sind hier ein vernünftiges Format. Ja. Nein, das war wirklich beeindruckend und sie hat sich, glaube ich, auch alle Folgen angehört. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch hört und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn sie es nicht tut, aber allein diese Offenheit, ich habe es dann meiner Mama auch erzählt, der war es ja per se egal, die war ja so, ob ich das jetzt weiß oder nicht, ist Peng. Ja. Aber wie meine Schwester reagiert hat, das war atemberaubend. Das heißt nicht, dass ich jetzt jedem empfehlen würde, sich vor seiner Family zu outen, was Fetisch angeht. Ja. Man muss da, glaube ich, auch einfach ein Gespür so ein bisschen für haben. Ich hatte meine Schwester ja wirklich ganz langsam rangeführt und ich hatte ja einfach das Gefühl, dadurch, dass sie einmal im Prinzknecht dabei war und noch ein paar meiner Freunde hier in Berlin kennengelernt hat und im Prinzknecht irgendwie auch ein paar Puppies gesehen hat und sowas, also nicht mich irgendwie in Gier, aber einfach, dass sie das gesehen hat und irgendwie alles so cool fand, war mir irgendwie damals schon klar, wenn ich ihr da mal mehr von erzählen würde, dann wird sie damit klarkommen. Dass da nicht gleich so eine Grundablehnung irgendwie da ist. Ja, ne? Aber ich bin halt auch nicht mit der Tür ins Haus gefallen. Es war ja immer so bröckchenweise. Tatsächlich haben wir genau dazu eine Frage gehabt, die kann ich jetzt mal schnell vorlesen, weil es einfach so passt gerade. Vielen Dank für die Möglichkeit, ein Thema vorzuschlagen. Ich fände Folgendes interessant. Wie kann ich meiner Familie und dem privaten Umfeld von meinen Fetischen und Bisexualität erzählen? Und auch mit Vorurteilen und Klischeevorstellungen aufräumen. Passt perfekt. Ja. Das sind 2 Steps. Also A, müsstest du dich definitiv in 2 Steps outen. Wir hatten das Thema schon immer wieder, dass Fetisch ein zweites Outing ist eigentlich in meinen Augen oder unseren Augen. Ja. Ich würde mich, wenn dann erstmal mit der Bisexualität outen. Ich glaube auch, dass man da ganz stark dann auch ablesen kann
von der Reaktion, wie offen sie überhaupt sind, deine Family oder dein Umfeld. Und so hart es jetzt auch klingt, aber ich glaube, sich auf bisexuell zu outen, ist nochmal eine Spur einfacher, als auf schwul sich zu outen. Weil, Klammer auf, wenn du jemanden hast, der damit nicht klarkommt, wird derjenige halt einfach nur hoffen, dass du dich halt dann für die Frauenseite entscheidest. Ja. Jetzt klingt jetzt hart, aber für die nicht damit klarkommen, ist bisexuell immer noch, ich sag mal, 50% die Hoffnung, dass sich derjenige für die richtige Seite entscheidet. So ein bisschen dieses Mutterdenken von, ach, Kinder können ja trotzdem Da gibt es noch auch eine kommen. Chance, genau. Ja, so doof das klingt, aber ich verstehe das total. Ja. Ich finde, das ist die Möglichkeit, einfach mal zu schauen, wie das Umfeld reagiert und dann auch nicht alle auf einmal, sondern vielleicht einfach auch erstmal, ich habe mich zum Beispiel bei meiner Schwester damals zuerst geoutet, auch und nicht bei meinen Eltern, einfach weil ich mir damals schon dachte, dass wenn jemand aus meiner Family damit besser klarkommt, dann natürlich jemand Junges, der irgendwie noch offen für die Welt ist und noch nicht so in der Zeit aufgewachsen ist, wo Schwulsein halt noch verpönt war oder man beleidigt wurde oder das noch ein Schimpfwort war, schwul. Ja. So. Also von daher peu à peu vielleicht mit Leuten, die dir nahestehen, anfangen, wo du weißt, die reagieren entspannter drauf und mit den Erfahrungen dann einfach peu à peu erstmal sich in Bisexualität outen. Und mit dem Fetisch, da gibt es kein Rezept für. Was mir total geholfen hat, ist einfach einen gewissen Rückhalt zu haben. Also auch wenn ich zurückdenke an mein Outing, wo ich meinen Eltern gesagt habe, dass ich schwul bin, war auch etwas, was ich erst gemacht habe, als ich schon mit anderen Schwulen Kontakt hatte und wusste, da sterbe ich jetzt nicht dran. Also so ganz blöd gesagt, ich hatte einen Erfahrungsaustausch schon vorher gehabt und ich wusste, ich hatte Menschen, denen ich mich schon vorher irgendwie outen konnte, weil ich einfach weiß, sie sind schwul, ist nicht schlimm. Und ich hatte dann da irgendwie eine starke Schulter, wo ich mich dann theoretisch anlehnen konnte, emotional. Ja. Und bei Fetisch genau das Gleiche. Ich konnte mich erst outen, dass ich irgendwie Fetisch mag, drauf stehe und auch tragen möchte, als ich ganz konkret ja auch schon in die Szene Kontakte rein hatte, wo ich wusste, okay, selbst wenn mir jetzt irgendjemand sagt, was bist du denn für einer, dann waren da Menschen, die mich verstehen. Die es nicht finden. Genau. So, ja. Und ich glaube, das hilft ungemein, wenn man weiß, ich habe einfach 2, 3 Leute, wo ich dann hingehen kann, wenn ich mal auch auf Nicht-Akzeptanz treffe, was völlig okay ist, wenn man auch mal auf Gegenwind stößt. Das wird passieren. Ist mal okay, ja. Aber dann weiß ich einfach, nee, nicht ich bin dann das Problem, sondern vielleicht die anderen, weil ich kenne ja andere Leute, bei denen ist es genauso. Also das hat mir ungemein Mut gegeben und Kraft gegeben. Was man dazu aber auch noch sagen muss, ich finde, man muss sich nicht den Stress machen, dass man sich in seinem Umfeld dieses Fetisch-Outing macht. Das habe ich ja auch. Das habe ich ja ganz viele Jahre gar nicht gemacht und das ist bisher heute, also auch nicht mein Fokus, muss man also gut, mit dem Podcast ist es jetzt ein bisschen obligatorisch geworden bei einigen, aber ich rede natürlich offener mittlerweile drüber, aber es ist nie der Fokus, dass ich mich da öffne. Ja. Wenn es sich mal gibt im Gespräch und ich beim Gegenüber weiß, diese offen führe, dann erzähle ich natürlich mal von meinen Wochenenden oder was ich so, dass ich einen Podcast mache oder was auch immer. Aber was für mich mittlerweile nur wichtig ist, wenn ich mich irgendwo neu vorstelle oder auch in der Firma oder mit neuen Leuten, dass ich da ungezwungen drüber reden kann, dass ich einen Partner habe. Das ist mir mittlerweile 100% wichtig, da stehe ich zu 100% bei mir oder zu mir, da mache ich kein Geheimnis mehr draus, da gehe ich sogar wirklich ganz bewusst teilweise einen Schritt voraus und sage, ich war mit meinem Freund da oder ich bin schwul, also mittlerweile wirklich eher sogar voranzugehen, die Leute damit eher zu schocken und zu gucken, wie sie reagieren, weil ich einfach für mich das Standing bei mir selber habe zu sagen, ich verstecke mich da nicht mehr. Und sollte das jemandem nicht passen, dann es ist mir scheinegal. Dann soll der weggehen. Ja, weil bitte. dann bin nicht ich das Problem. Ja, es gibt genug Platz auf dieser Welt. Da bin ich genauso, wo ich auch mal in Gesprächen ganz bewusst auch platziere, mein Mann, weißt du? Ich sehe gerade, jetzt ruft gerade mein Chef an. Das ist Was schlecht. mache ich denn jetzt? Dann müssen wir jetzt mal einen Cut einbauen wahrscheinlich, oder? Nee, weiß nicht, ich kann ja... Du gehst jetzt nicht mehr in eine Podcast-Folge ran. Wir machen jetzt einmal kurz einen Cut. Okay, jetzt geht ja schon die Voicemail ran. Ja, da sind wir wieder zurück. Wir haben mal kurz geschnitten. Also der Chef hat angerufen, der Chef fährt gerade hier durch die Ortschaft und sucht das neue Haus, was mein Mann und ich kaufen und möchte sich das gerade mal angucken. Ganz wichtiger Schnitt auf jeden Fall. Der zweite in unserer Geschichte und wie unnötig. Das Gespräch hätten wir auch in voller Länge in diesem Podcast senden können. Aber seine Frau ist mit dabei und ja, toll. Wo waren wir stehen geblieben? Fetisch. Nee, roten Faden verloren. Oh Mann.
Oh, das war richtig schlecht. Das war gerade richtig schlecht. Ich gehe nie wieder ans Telefon während so einer Folge. Tja. Wenn mein Chef anruft, ist es immer so ein unnötiger Kram. Naja, gut. Dann haben wir jetzt halt wir waren, glaube ich, bei Bisexualität outen und, hier, wir stehen zu uns bei normalen schwulen Outing. Ja, genau. So. Ja. Aber da waren wir eigentlich durch. War ja ein perfekter Cut. Waren wir durch. Nee, ich glaube, wir haben es beantwortet und kurz zusammengefasst, erst normales Outing, ganz klar, und Fetisch-Outing finde ich optional, wo man sich wohlfühlt, weil da muss man ja auch nicht unbedingt drüber was erzählen. So, ja, das ist ja jetzt kein Drang, den man da hat, meiner Meinung nach. Den hatte ich auch nie. Wenn es sich ergibt, ergibt es sich. Und da vielleicht, guck mal, da kann ich sogar den Anruf vom Chef gerade jetzt in das Gespräch mit einbeziehen, weil wir haben auch hier stehen bei Alex, die ganze Firma weiß es. Ja, die ganze Firma weiß es mittlerweile, dass ich in Fetisch... Der Chef auch? Hier sitze, ja, der Chef, der versteht nicht so richtig, was ich hier mache. Okay. Aber der auch. Und tatsächlich ist es einfach so, gerade letztens wieder ein Gespräch gehabt, war ein Kollege und sprach mich an, Mensch, Podcast, bla bla. Blablub. Blablub, kam man ins Gespräch und da saßen ein paar Kollegen und waren so, welcher Podcast? Und der andere Kollege so, wie? Du kennst den Gummi-Podcast von Alex nicht? Und ich so, ja, so kann man das auch zusammenfassen. Witzigerweise ist das der Kollege, mit dem ich auch schon mal im Prinzknecht war, als wir eine Veranstaltung in Berlin hatten und wir abends was trinken wollten. Und ich meinte so, ja, also, weil die meinen so, ja, Alex, du kennst doch bestimmt hier irgendeinen Laden. Ich so, ja. Es gibt nur eine Bar in Berlin und da müssen wir halt jetzt hingehen. Genau, ich meinte, es ist halt ein Laden für Schwule. Und dann waren alle so, mega, das ist ja geil. Ich so, ja, das könnte sein, dass da vielleicht auch so Puppies rumlaufen und vielleicht Lederkerle. Und der eine, das ist halt ein Kollege, der trägt bei uns immer ein Kilt. Also der hat immer so einen Schottenrock rennst du offene Türen ein im Zweifel. Und der hat tatsächlich mittlerweile für alle Engelbert Strauß-Leute unter euch, was halt sonst bei uns eher so Arbeitskleidung ist, der hat einen Work-Kilt, also von Engelbert Strauß oder als einer anderen Marke, einen richtigen Arbeitskleidungskilt. Was es alles gibt. Und er trägt immer nichts drunter und hat auch einen Prinz Albert. Ich sag mal so, ich hab's noch nicht gesehen. Wieso weißt du, dass der einen Prinz Albert hat? Weil da gibt's die kuriose Geschichte, dass dieser Kollege auf einer Leiter stand und eine Lampe in eine Traverse reingehangen hat. Und auf einmal machte es klong, 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 klong. Und ein Azubi meinte, Jens, da ist eine Schraube runtergefallen. Und jetzt habe ich seinen Namen gesagt. Und dann meinte der hat aber, glaube ich, nichts dagegen. Und da meinte halt nur Jens, nee, lass mal liegen. Das hebe ich gleich selber auf. Und da ist ihm halt aus seinem Intimschmuck etwas rausgefallen, nämlich die Kugel. So, und zur Weihnachtszeit hat er sich manchmal auch schon so eine kleine Glocke vom Lind-Schokohasen-Weihnachtsmann daran gemacht und hat er geklingelt. So, in diesem Sinne... Ich muss leider jetzt noch kurz einhaken mit Klong. Du wirst gleich Scheiße brüllen. Ich habe dazu auch eine Story. Oh nein, ich habe Angst. Wir sind ein Fetisch-Podcast, wir können ja offen über alles reden. Ich hatte... Die Story kennt noch keiner. Also und dann sehr ausgewählte hier. Menschen. Ja, ist egal, das passt gerade so gut mit Klong. Ja, super, ja. Das Wochenende 24., 25. August letztes Jahr habe ich was sehr Dummes gemacht. Da war ich mit einem guten Freund aus Berlin zum Adele-Konzert in München verabredet an dem Samstag. Und da es von Berlin nach München schneller geht mit der Bahn als von Hamburg nach München und wir Freitag auch beide nichts vorhatten, habe ich gesagt, ich komme Freitag rüber nach Berlin. Wir gehen Freitagabend noch weg und sitzen dann Samstagmorgen um 10 Uhr auch brav im ICE nach München, damit wir rechtzeitig in München sind, um ins Hotel einzuchecken und zur Adele zu gehen. Und wir haben auch beide gesagt, es wird nicht eskalieren. Naja, es ist eskaliert. Wir sind die ganze Nacht wach geblieben. Wir haben irgendwie noch bis in die Puppen morgens irgendwie Spaß gehabt und waren dann irgendwie natürlich noch horny am Weg zum Bahnhof, hätten fast den Zug verpasst. Der liebe Markus hat dann noch einen Ballstretcher dran gehabt aus Metall auf dem Weg zum Bahnhof. Der hing da auch wunderschön. Es fühlte sich auch es war ja Sommer, mit kurzer Hose natürlich. Der hing da auch wunderschön, bis ich das erste Mal im IC auf Klo gegangen bin. Ich stehe auf, lauf 3 Meter auf dem Flur Richtung Klo und es war Klong. Und plötzlich liegt dieser riesengroße Metallball-Stretcher im IC auf dem Flur. Das ist nicht wirklich passiert. Das Schlimmere ist, am Vierersitz gegenüber saßen auch noch 4 Homos und die haben das gesehen und guckten mich an, als wäre ich von einem anderen Stern. Ich habe dann verschämt diesen Ballstretcher aufgehoben und bin auf Klo. Aber es sind auch solche massiven Dinger. Das waren wirklich massive, also das hat richtig so Klong gemacht.
Es war so schlimm. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Ne? Oh, herrlich. Ja. Es fiel mir gerade spontan ein, die Story ist. Ich hab die irgendwie verdrängt. Aber ist super. Ist eine super Story. Gut. Kommen wir mal wieder zum Thema zurück. Ich versuche gerade, wie kann man daraus irgendwie zurückkommen? Ich glaube, da kann man gar nicht mehr ernsthaft zurückkommen. Du hast noch ein paar Stichpunkte da stehen, die kann ich nicht zuordnen. Oh Gott, ja, ich muss ganz kurz mich sammeln wieder. Das war jetzt ein bisschen ungeplant, dass ich das erzähle, aber uns folgt... Gott, jetzt da rauszukommen. Nochmal noch ein Cut? Nee, ja, Spaß. Nee, Nein, machen wir nicht. Wir werden jetzt wieder ernst hier. Wir kommen jetzt hier mal langsam zum Ende. Liebe Grüße gehen noch an die beste Freundin von meinem Freund raus. Die hat uns auch entdeckt mittlerweile. Und da wollten wir noch was zu erzählen, dass uns immer mehr Menschen aus der Hetero-Welt, das soll gar nicht negativ sein, aber der Podcast ist ja nun mal für die schwule Fetischwelt konzipiert gewesen oder halt Erfahrungen daraus zu teilen. Ich finde es aber umso cooler, dass uns einfach viele Menschen aus überall aus der ganzen Fetischwelt, sag ich mal, folgen, egal welcher Sexualität jetzt und welches Geschlecht und das einfach interessiert, sich anhören. So, auch wenn sie vielleicht nicht direkt was damit anfangen können. Da hat uns neulich auch eine angeschrieben, die von Schwanz und Ehrlich quasi zu uns rübergekommen ist. Und hat ein bisschen ihre Erfahrungen geteilt und ich finde das persönlich wahnsinnig spannend, dann wiederum aus der Fetischwelt im Hetero-Bereich mal was zu hören. Ja. So, weil am Ende des Tages, glaube ich, ist sich das gar nicht so unterschiedlich, nur dass wir davon halt nie was mitbekommen. Ja, genau. Und dass im Hetero-Bereich auch wirklich da einfach weniger drüber gesprochen wird. Ja. Da bin ich mir relativ sicher sogar. Ja. Da sind die Schwulen halt einfach doch ein bisschen offener. Und da in dem ganzen Zuge, weil ich gerade bei der besten Freundin meines Freundes war, die hört den Podcast ganz interessiert an mittlerweile, die wollte sogar eine Autogrammkarte haben und war so glücklich, dass sie eine bekommen hat. Die hatte mal ganz viele Fragen und stellt die dann auch immer irgendwie und ich finde es wahnsinnig toll, dass dann da einfach ein Interesse entsteht, obwohl man damit fetischtechnisch gar nichts selber anfangen kann oder einfach keine Fetische hat selber und sich das dann trotzdem anhört und das finde ich total geil. So. Ja, das macht auch total Spaß. Und tatsächlich auch gerade dieser Austausch, das hattest du gerade so angerissen, dass halt immer mehr Hetero-Zuhörer kommen und das ist jetzt wieder so richtig Schubladen, ne? So Hetero, Homo. Aber hallo an euch alle da draußen. Und die Nachrichten, die da kommen, sind wirklich total cool. Es ist ein total spannender Austausch, der stattfindet, weil auch wir etwas aus einer Welt mitbekommen, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Muss ich auch gleich noch was dazu sagen zu Hetero und so, Hetero-Welt. Wir hatten einen Reel veröffentlicht zur Piepshow, wo ich mich um Kopf und Kragen geredet habe, offensichtlich. Was die Piepshow angeht, die ja einfach eine Queer-Veranstaltung ist, heißt aber auch natürlich, dass da auch Heteros rumlaufen in Fetisch, einfach jeder willkommen ist. Und offensichtlich habe ich mich da etwas dumm ausgedrückt. Auf jeden Fall kam da ein wirklich böser Kommentar. Ich kann ihn nicht ganz nachvollziehen, aber gut. Was soll bitte die Aussage, Heteros sind Fetischklamotten im Vergleich zu richtigen Fetischschwulen? Wir Heteros haben genauso einen starken Latex- und BDSM-Fetisch wie ihr Schwule. Herzlichen Dank für die diskriminierende Aussage. Dem möchte ich mich mal entgegenstellen. Ich habe es ja gerade schon ausgeführt. Ich finde es ja toll, dass wirklich da jeder feiern kann und keiner guckt. So, wir sind nun mal ein Fetisch-Podcast aus der schwulen Welt. Natürlich berichten wir vornehmlich über die schwule Welt. Das heißt aber nicht, dass irgendwas besser oder schlechter ist. Ja. Man bekommt aus der Hetero-Welt, wie ich gerade schon sagte, halt einfach nichts mit, weil da relativ wenige offen drüber reden. Ja. Von daher war das nicht diskriminierend gemeint, weil das ist das Letzte, was ich in irgendeiner Form tun möchte. Und das war bei dir auch eher eine Aufzählung, wo du gesagt hast, da kommen Schwule zusammen, Schwule in Fetisch, Heteros in Fetisch. Also es war ja eher eine Aufzählung von Menschen, die dort ankommen. Deswegen konnte ich den Kommentar auch nicht so ganz nachvollziehen, aber... Gut, im Zweifel hat es jemand einen falschen Hals bekommen. Wir haben darauf geantwortet, du hast darauf geantwortet. Ich hätte da sogar noch mehr drauf geantwortet, aber es kam dann ja leider keine Rückmeldung mehr. Ja. Also von daher an der Stelle nochmal, wir wollten da keinen diskriminieren, falls auch noch andere meinen etwas um Kopf und Kragen reden gesehen haben. Das war definitiv nicht so gemeint. Ich habe tatsächlich hier noch was ausgedruckt liegen. Ja, einen ganzen Papierberg. Die Marktforschung. Denn ich bin ja wieder der Zahlen, Daten, Fakten Mensch und ich liebe es ja, statistische Erhebungen zu machen. Und wir haben eine nicht repräsentative Umfrage gestartet auf Instagram im Vorfeld zu dieser Folge und wollten wissen, welche Themen, welches Feedback, was wollt ihr nochmal ad hoc loswerden? Und ich habe das vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet.
Ich sag mal, so viel habe ich noch nie vorbereitet für eine Folge wie heute. Wir haben das vorhin tatsächlich mal durchgeblättert und es ist irgendwie eine halbe Packung Papier tatsächlich. Ich hätte 3-mal Druckerstau, Papierstau, einmal Papier nachfüllen und Toner alle. Ich hatte alles mitgemacht. Ihr kennt es, wenn ihr auf Instagram vielleicht Fragen stellt über diesen Sticker, dann kommen auch solche Sticker als Antworten zurück. Und Für die, die im Video zugucken, sehen das jetzt auch gerade, by the way? Ja, genau. Ihr seht, achso, ich halte das jetzt so hoch. Ich hab das quasi ausgedruckt. Und übrigens, es ist nicht spiegelverkehrt. Ich habe das mal drüber nachgedacht. Markus meinte, ich kann die ja nicht hochhalten, weil dann ist es ja spiegelverkehrt. Aha. Das wäre es, wenn es ein Spiegel ist, aber eine Kamera ist nicht wie ein Spiegel. Ich habe keine Ahnung von Medien. Das ist mir dann nochmal, ich habe da lange drüber nachgedacht, über deine Aussage, und es ist mir wirklich nochmal eingefallen. Wenn ihr das jetzt hier lest, dann steht da Fisting. Aber es ist nicht spiegelverkehrt. Ich werde mir das dann wohl mal angucken im Nachgang. Ja, also ich habe auf jeden Fall jetzt so vorbereitet, dass das hier ist schön interaktiv. Ich wollte erst noch einen Flipchart hier hinstellen, und dachte ich, nee, ich habe eine Krakelschrift, das können wir nicht machen. Genau. Summa summarum, wir haben gefragt, was für euch noch Themen sind und Feedback. Machen wir bei jeder Folge, aber tatsächlich kam auf diesen Fragenstick auf Instagram mehr als zusammengefasst gefühlt per E-Mail jemals kam. Ja. Also irre. Das sind bestimmt, keine Ahnung, 50 Seiten, das wird nicht reichen. Ja? Kurz zusammengefasst, das sind alles vieles Themen, die wir auf dem Zettel haben. Wir können die mal eben kurz durchgehen, aber wir werden jetzt natürlich nicht jedes im Detail beantworten können, weil wir sind jetzt schon wieder fast bei einer Stunde labern. Abzüglich Telefongespräch vom Chef. Ach ja, stimmt, da haben wir noch ein paar Minuten. Ne? Ja. Genau, deswegen, also ich würde jetzt auch sagen, wir kommentieren gar nicht groß, aber zu einigen Sachen werden wir sagen, ja, da ist eine Folge in Planung. Und, ich nehme die einfach mal an, die Zettel, dann sammle ich kann die auch. Ich schmeiß sie einfach weg. Ich heb die hoch, lese sie vor. Und dann schmeißt du sie einfach weg. Wir lesen jetzt zusammen vor. Quasi Fisting, ja. Ich habe viele Fragen an Markus, sowieso zu diesem Thema. Denn ich habe da gar keine Erfahrung mit. Eventuell hat Markus Erfahrung. Vielleicht. Da werde ich da kommt auf jeden Fall bald eine Folge, weil die Nachfrage nach dem Thema Fisting ist mittlerweile so hoch. Und da kann ich ja wirklich, also wenn einer, dann ich davon erzählen kann. Also da ich glaube, bei dem nächsten Thema sind wir beide auch sehr dabei. Es dreht sich um Bondage. Ja. Bondage sind wir natürlich auch sehr gerne, glaube ich, dabei. Ich glaube, da spreche ich auch für dich. Habe ich Bock drauf. Ja, mag ich. Bondage habe ich auch immer Bock. Also ja, ich mag das auch sehr. Können wir auch gerne drüber reden. Wie wäre es mal mit einem Masken-Special? Ich liebe Latexmasken, fasziniert mich. So, kommt hier rein. Also diese Aussage teile ich zu 100%. Ich liebe sie auch, wie man auch den letzten Postings von mir entnehmen kann. Da wird auf jeden Fall mal noch irgendeine Sammelsurium-Folge kommen. Es gibt ja so viele Themen, die da zusammenpassen mit Gimp, Masken, Mumifizierung, so. Ja. Deswegen da auf jeden Fall kommt. Keuschhaltung des Mannes. Wir hatten schon den Oktober gemacht. Guckt euch doch mal die Folge zum Oktober an. Da wird das, glaube ich, eindrucksvoll umschrieben alles. Eventuell das heikle Thema Chemsex. Also Drogen beim Sexualverkehr, ja, ist ein Thema, was in der Community oder was in der schwulen Szene, sagen wir mal eher so rum, überall in der Szene. Auf jeden Fall irgendwo da ist. Ja, und ich finde es gut, dass hier der Follower auch geschrieben hat, das heikle Thema, weil es ist nun mal ein heikles Thema. Wir überlegen tatsächlich noch, ob wir dazu mal eine Folge machen. Ich fände es persönlich wichtig, da aufzuklären, weil ich habe auch leider schon, das muss ich jetzt auch sagen, oft in meinem Umfeld mittlerweile mitbekommen, dass ganz viele junge Leute jetzt auch im Fetisch- und im Partyumfeld in Berlin halt nun mal, da läuft dir das leider beim Weg alles, da schon ganz früh mit Anfang 20 reinrutschen. Und das finde ich halt wahnsinnig gefährlich. Da würde ich eigentlich meine Verantwortung sehen, da aufzuklären. Wir müssen da aber mal noch in uns gehen, wie weit wir da mal drüber sprechen. Ja. Und wie wir das aufbereiten am Ende. Also wenn da jemand wirklich Fragen hat, könnt ihr mich auch anschreiben tatsächlich. Das kann man auch mal gut im Chat klären. Aber persönlich finde ich es eigentlich wichtig, auch da mal drüber zu sprechen in einer gewissen Form, einfach um aufzuklären. Ja, total. Das haben wir, genau. Tunnelspiel / Elektro. Mit Elektro kann ich jetzt was anfangen? Tunnelspiel? Ich weiß auch nicht, was Tunnelspiel ist. Klingelt bei mir jetzt nicht. Vielleicht möchte uns da jemand noch aufklären. Also ja, ein Elektroplug finde ich tendenziell sehr gut. Das macht Spaß. Und auch irgendwie am Schwanz und an den Eiern und überall. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Tunnelspiel. Eventuell kann sich ja nochmal jemand melden, was genau dahinter stecken mag. Aber ansonsten, da können wir bestimmt nochmal irgendwie da was draus verwenden. Hypnose-Sex bzw. Session unter Hypnose. Ich habe da schon mal mehrmals drüber nachgedacht. Ich finde das ja spannend. Ich habe davon auch schon ein paar Mal gehört. Also es gibt Menschen, die machen das oder können das auch wirklich. Für mich ist es ganz schwierig greifbar, das Thema. Ich fände es halt spannend, also eher mal selbst zu erleben. Ja, genau. Und dann danach drüber zu erzählen. Aber
Dazu müsste sich erstmal jemand aus dem Raum Hamburg melden. Hallo. Der Hypnose-Menschen Hypnose da? kann. Ja. Ich glaube aber, dass das wirklich ein Thema ist, wo man mit jemandem erstmal ganz oft was machen muss. Und Hypnose geht, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht auf Schnipp, so wie man es vielleicht mal in Filmen sieht oder sowas, so mit dem ersten Mal treffen, sondern ich glaube, das ist eher ein Einlassen aufeinander und dass man dann mit der Zeit quasi da in den Zustand quasi kommt, dass man das Hypnose nennt dann. Aber da lassen wir uns gerne eines Besseren beklären, wenn es da beklären? Nee, aufklären. Belehren, danke, das war das Wort. Beklären, auch schön, Vielleicht bringen wir dazu mal was, wenn sich das mal ergibt oder wir Erfahrungen damit haben. Sprecht mal über gefährliche Fetische, wie zum Beispiel Breathplay, also Atemkontrolle. So, steht auch auf der Liste drauf. Also ich bin für sowas immer sehr empfänglich tatsächlich. Ich finde das einfach eine sehr geile Sexpraktik, aber das Wort gefährlich steht da nicht ohne Grund drin, denn da gehört ganz, ganz viel Vertrauen dazu. Das muss zwischen zwei Menschen einfach gut funktionieren, damit das umgesetzt werden kann. Deswegen, kann auf jeden Fall mit mal ein keinem Fremden, Thema den man werden. das erste Mal trifft am besten. Genau, das ist nichts für die schnelle Nummer. Das ist etwas, wo man jemanden, den man längere Zeit kennt, mit dem man auch schon öfters mal gespielt hat. Ja, genau. Deep Dive SM. Ja, Deep Dive ist immer gut. Deep Dive ist großartig. Ja, da kann man was zu machen. Das geht ja quasi, das hatten wir jetzt ja auch schon mit ein paar anderen Das passt Themen, mit Bondage so ein bisschen auch zusammen am Ende des Tages. Genau. Bondage, BDSM-Folge, Ja, da kann man auch, ich sag mal, theoretisch auch ein Elektro irgendwie drunter bringen, weil es ist ja nun mal am Ende, sind es die Schmerzen, die einen irgendwie geil machen. Bin ich auf jeden Fall Unsere dabei. Sekretärin Alex wird uns das bestimmt noch aufbereiten. Dann sammeln wir das. Wir haben ja schon Themensammlungen und dann kann man das nochmal zuordnen. Cuckold? Cuckold, ja. Cuckold? Wie man es ausspricht, keine Ahnung. Also mir sagt das Wort was, ich weiß, was das ist. Weißt du es nicht? Nein? Ich meine, dass das im Endeffekt das ist, dass man ein Paar in einer Beziehung ist und dass der eine Partner ausgeliehen wird für den Sex mit einem anderen und dass der andere zuguckt. Okay, dann kann ich damit doch was Das ist, glaube ich, anfangen. Cuckold. Ich habe das früher schon mal immer wieder gehört und gelesen. Ja, auf jeden Fall, also selber nicht wirklich, also nicht meine Welt, nicht zelebriert in der Form, aber das kommt daher, dass einer zuguckt oder zugucken muss, quasi, wenn der Partner dann mit dem anderen... Können wir schon mal gleich vorstellen, für so eine Folge könnte man da mal so ein paar vielleicht einladen, die darüber erzählen, was es denen gibt. Spannend. So, guck mal. Oh. Ja, gut, ich wusste, dass dieser Zettel kommt. Poppers und Co. Das Hallo. und Co. hatten wir ja gerade schon. Poppers, finde ich persönlich auch ein Kann man sich die Nase mit Thema. verätzen, ne? Kann man, ja, aber mittlerweile ist das auch weg. Ich kann wieder atmen, wobei jetzt habe ich gerade nur ganz doll Schnupfen, aber tatsächlich Poppers, es ist einfach ein Thema. Das gehört für mich in die vielleicht Folge, die wir eventuell mal irgendwann machen. Ja. Das ist ja alles ein großer Begriff. Hier tatsächlich ist ein lustiger Schreibfehler drin. Über Gays es soll Gimp-Suits berichten heißen. Es ist aber die Gimp-Suits. Es kann auch sein, dass es mir beim Abtippen vielleicht passiert ist aus dem Instagram. Also es kann auch sein, dass es gar nicht der Follower so geschrieben hat, aber das, das haben wir jetzt, also das finde ich ultra hot. Bei letzten sagen. Posts und so. Die sehen auch gut aus, die Bilder. Das war aber auch geil. Ja. Da findet sich was zu dem Thema. Dann kommt hier als nächstes, mich würde interessieren, was ihr von der Findom-Szene haltet. Also wenn es wirklich um nur Bares ist. Bares oder Rares. Geil. Wir laden Horst Lichter ein. Nein, oh Gott, ich will das auf gar keinen Fall. Ich möchte jetzt nicht irgendwie das Fetische von uns hier irgendwie belächelt werden. Bitte nicht falsch verstehen. Definitiv ein sehr, sehr spannendes Thema. Ist für mich nicht so richtig greifbar, aber ich habe da auch ganz viele Fragen spontan zu. Ja, deswegen, da kenne ich tatsächlich auch einige, die das machen. Da findet sich bestimmt noch ein Gesprächspartner. Hatten wir heute schon drüber gesprochen, Prinz Albert, ja, wenn es klötert aus der Hose, dann kann es auch ein Prinz Albert sein, welches sich gelöst haben. Auch das definitiv ein Thema. Erfahrungen zu, wie geht Familie und Vanilla-Freunde mit eurem offenen Zeigen von Fetisch um? Ja, haben wir tatsächlich jetzt ja. Haben wir, glaube ich, heute ja wahnsinnig gut beleuchtet, lustigerweise. Ja. Die Frage ist dann erledigt. Haken hinter, genau. Streuen wir sowieso auch immer mal wieder irgendwie ein. Also, es ist ja quasi das ist ja weniger ein konkretes Thema, sondern mehr, dass wir immer wieder darüber berichten, weil darum dreht sich ja schlussendlich hier alles. Das gefällt mir. Also ja, Bondage mit Seilen, in Klammern, moderiert ihr dann gefesselt? Ja, ich bin sofort dabei. Das ist eine fesselnde Angelegenheit, würde ich mal sagen. Also ich hätte kein Problem damit zu sagen, wir bauen hier ein bisschen was auf.
Es kommt jemand vorbei, der mit Seilen gut umgehen kann und ich würde sofort eine Folge gefesselt aufnehmen. Und wer hält dir das Mikrofon an die Fresse? Na, da halt man kann mir auch an, wobei, das muss ja jugendfrei sein. Stativ, ne? Ja, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Okay, wenn wir jemanden finden aus dem Norden, der Bock hat auf eine Bondage-Folge. Und der es auch kann. Also der es auch kann, bitte, es ja. muss jemand sein, der es wirklich kann. Referenzen bitte vorzeigen. Ja. Dann würde ich da auch mitmachen, glaube ich. Ja. Also das wäre total spannend. Und ich glaube tatsächlich, vielleicht kann auch daraus so eine Art, ich nenne es jetzt mal Tutorial entstehen. Kann man Also bestimmt warum mal eine Fesselung zeigen, während man einen Podcast macht. Ja. Mal gucken, das wird man, ja, wieso Es nicht? darf auf jeden Fall nicht zu sexuell sein, sonst werden wir überall blockiert. Das wäre scheiße. Ja. Ja. Workwear oder Protective Gear würde mich auch als Gast anbieten, wenn gewünscht, steht hier. So. Ja, ich habe tatsächlich meine Engelbert Strauß-Hose da vorne liegen. Ich habe dich damit vorhin auch empfangen, weil ich hier aufgebaut habe und dachte, ja, nee, Workwear. mache ich ja nicht das hier kaputt. Da findet man auf jeden Fall genug Input, glaube ich, zu Workwear. Ich habe da keins zu, aber ich find's schon das ganz haben wir tatsächlich als sexy. Thema auch auf dem Zettel stehen, weil da bist du ja ein bisschen unterwegs auch im Workwear, glaube ich. Eher beruflich, aber ich finde es schon sexy. Okay. Und gibt auch so viele in meinem Umfeld, die das mögen. Ja, also irgendwas löst das in mir doch aus. Alles rund um das Thema Fisten, Markus, deine Haben Folge. wir heute schon. Ja, nehmen wir. Als nächstes haben wir, mach doch mal was zum Thema BDSM, Breathplay, Elektro, Nippleplay. Oh, Nippleplay. Oh, Mittlerweile Nippleplay. ich habe meinen Mann dazu bekommen, dass der wirklich meine Nippel mittlerweile gut bearbeitet. Oh. Gut, ich weiß, der wird mich töten, wenn ich das hier rausplaudere, aber ja, es ist, also ich stehe da sehr drauf. Mag ich sehr. Ich auch. Oh, Markus, wieder was für dich. Eine Folge zum Thema Analspiele, Dehnung und Einstieg ins Fisting wäre toll. Ja. Guck mal, es ist ja schon richtig, also, ne? Das ist schon sehr Also, wenn konkret. wir jetzt hier eine Strichliste hätten mit Fisting, wäre die, glaube ich, gerade vorne. Rubber auf dem Land, Reaktionen und Akzeptanz von anderen. Ich glaube, da haben wir schon immer wieder mal, also in irgendwelchen Folgen drüber gesprochen, weil ich ja nun mal vom Land komme. Du ja effektiv auch mit hier, wo du wohnst. Ich wüsste, also da glaube ich, können wir nicht, also außer mal immer wieder Erfahrungen zu erzählen. Ja. Ich war damals halt noch nicht, als ich in Bayern wohnte, noch nicht so fetisch belastet, dass ich da so offen damit umging, aber wir haben ja schon immer wieder mal von erzählt. Ja. Als nächstes Bondage und Spinning. Kann uns jemand sagen, was Spinning ist? Ist Spinning, macht man das hier im Fitnessstudio? Auf dem Fahrrad, weißt du? Oder du hast dich wieder vertippt. Oh. Das kann auch sein. Aber trotzdem, vielleicht könnt ihr mal drüber grübeln, Also, falls was es ein Spinning Fetisch ist, Spinning, möge man uns bitte aufklären. Ich würde es gern wissen. Ja. Oh, etwas, was ich auch sehr mag: Knebel und Knebelarten. Ja. Oh. Knebel und Knebelarten. Finde ich sehr, sehr heiß und sehr sexy. Ja. Ja. Dann haben wir noch Fisting für Anfänger oder geht das zu weit? Hat tatsächlich jemand geschrieben, finde ich sehr süß. Nein, Fisting geht nicht zu weit. Wir dürfen hier nicht irgendwie sagen, Zu nur weil. weit? Ja. Ach so. Ja, so kann man es auch. Nein, okay, aber ich glaube, also, nein, dieser Podcast soll auch das Thema Fisting und auch etwas, was, ich sag mal, andere Fetische sind, definitiv behandeln. Dieser Podcast wird völlig unverblümt über das Thema Fisting demnächst reden. Wir werden da eine große Folge machen. Mehr über veganen Leder oder Leder reden. Also Leder kommt auf jeden Fall noch eine Folge. Eure Erfahrungen, Ängste mindern. So. Ja. Ja, machen wir auf jeden Fall. Leder. Haben wir sogar vielleicht schon einen Gast im Ich wollte gerade sagen, im Hinterkopf. wir haben da jemanden, den man sich dafür vorstellen könnte. Ja, Fisten, Tipps und Tricks für Anfänger. So könnte schon die Folge heißen. Da habe ich auch Fragen, allein schon Thema Vorbereitung. Ich kann mich doch nicht bis zum Halsanschlag spülen, aber das klären wir dann alles. Sneaks, ja, nachdem wir die Socks-Folge gemacht haben, müssen Kommt jetzt auch noch eine die Sneaks Sneaks-Folge, irgendwann kommen. definitiv. Auch da kam die Frage von einem Follower, warum es eigentlich tatsächlich Nike TNs eigentlich so als Fetischschuh sind und warum es nicht zum Beispiel Adidas ist. Wir werden das klären oder vielleicht auch nicht. Vielleicht werden wir auch nie eine Antwort haben. Ja, Fisting und Methoden der Vorbereitung. Fisting. Hier generell Gespräche mit Kingstern finde ich tatsächlich sehr gut. Also ja, allgemein mehr Menschen vor der Kamera finde ich sowieso mal gut. Ich mag ja Menschen. Eine Folge zum Thema Pisskink. Ja, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Weiß nicht, bist du dafür empfänglich eigentlich? Also ich mich anpissen lassen auf gar keinen Fall. Sag ich jetzt, aber habe ich tatsächlich neulich das erste Mal gemacht und fand es irgendwie geil. Also nicht, dass es mich jetzt erregt hätte, aber es war irgendwie cool. Also es hat mir Spaß gemacht. Ich habe das im Lab gemacht, beim vorletzten Rubber Lab, glaube ich. Ja. Sind wir irgendwie
Der hat mich ja erst an der Bar gefistet und dann sind wir auf Klo gelandet und habe ich ihn irgendwie angepisst. Aber es war auch wirklich jemand, den ich kannte, also es war nichts Neues oder Unbekanntes. Dadurch konnte ich mich halt etwas fallen lassen. Ich habe sonst eine schüchterne Blase. Oh Gott. Und dann ging das tatsächlich und es hat dann irgendwie Spaß gemacht, weil es auch ihm Spaß gemacht hat. Ja. Ne? Ja, cool. Ja, guck mal, können wir auch mal drüber reden. So. Vielleicht können wir da auch mal einen Professionellen einladen, sag ich mal so. Über Masken habt ihr bisher kaum gesprochen. Und dann hier Smiley Doppelpunkt großes O. Gibt ja sehr vieles dazu. Masken, ja. Masken, direkt Mummification passt auch gleich wieder dazu. Guck mal. Hört denn dieser Zettelberg irgendwann mal noch auf? Dazu sei gesagt, das war nur eine Instagram-Story mit dem Fragen-Button. Und wie ihr gerade schon seht, es hört einfach nicht auf. Aber ich habe sie alle ausgedruckt. Ich finde, wir alle werden sie hier vorlesen. Weitere Fetische Kinks kennenlernen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Das Thema Kitzeln wäre interessant. Habe ich Tickling. gar keine Berührungspunkte zu. Aber tatsächlich, ja, spannend. BDSM haben wir hier nochmal, ja, oder 2 Seiten, da darf ich jetzt keinen überspringen. So, zack, haben wir. Getragene Unterhosen. Ja. Underwear. Das auf jeden Fall auch nochmal ein Fetisch. Generell Underwear, ich finde das hier mal sehr ästhetisch und sehr sexy. Ich finde ja in meiner Welt auch immer einen Mann in Unterwäsche ästhetischer als einen nackten Mann. Machen wir mal eine Folge in Unterwäsche? Ich habe da kein Problem. Ich müsste vielleicht vorher nochmal kurz ins Fitnessstudio gehen für 2 Wochen und dann Abkürzung von sexuellen Praktiken. Ja, da bin ich sowieso dafür. Wir müssen irgendwie so eine Art... So eine FAQ. Ja, ein Duden, ein Nachschlagewerk der schwulen Welt, finde ich sehr gut. Events im Fokus, ja, das ist im Endeffekt so, jetzt haben wir über Darklands ja auch schon gesprochen. Machen wir ja immer peu à peu, wenn was ansteht. Genau. Tatsächlich eins noch dazu. Ich bin ein großer Freund, halt über so Dinge zu berichten, wo ich auch mal war. Also ich will, wenn dann halt nicht in den Bereich kommen, wo ich irgendwie versuche, Fach zu simpeln über irgendwas, wo ich keine Ahnung habe. Ja. So, deswegen berichten wir ja eigentlich immer nur über was, wo wir auch Ahnung von haben oder wo einer von uns beiden schon mal war. Ja. So, deswegen auch Darklands jetzt und auch zu Folsom, aber ich werde nicht über ein Event berichten, wo ich nicht war. Nee, und ich Das glaube, ist also am Quatsch. Ende auch da wieder Thema Authentizität. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Authentizität, ja. Ja, da ist das im Endeffekt dann auch unterzubringen. Der Fragenberg wird weniger und unsere Podcast-Zeit ist fortgeschritten, aber trotzdem, das wollen wir noch zu Ende machen. Es geht um Poppers und andere Camps. Camps? Ja, wie auch immer. Haben wir schon gerade gehabt. So, weiter geht's. zack. Fetisch bei Bekannten öffentlich machen oder lieber geheim halten. Haben wir tatsächlich Hatten wir heute drüber gesprochen. Abgehandelt. Und bitte endlich eine Sportswear-Folge. Die kommt auf jeden ja, Fall. wir werden auch in Sportswear hier sitzen. Oh, wie und- unerwartet. Der nächste Zettel. eine Folge übers Fisten. Ja, auch das werden wir machen. Wird kommen. Und auch der nächste hatten wir auch schon. Es geht um Bondage. Ja, auch da werden wir drüber sprechen. Herrlich. Und dann haben wir noch hier Puppies. Ja, tatsächlich, ich würde gerne mal einen Eine Puppy Papi-Folge einladen. muss sein, auf jeden Ja. Fall. Da brauchen wir aber auch wirklich einen dann. Ja. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Oder ein ganzes Begleitung. Rudel. Ein ganzes Rudel. Oh. Ja. Zum Kuscheln. Darklands hatten wir tatsächlich jetzt auf der Liste. Ja. Consent generell. Events und Konsum. Lieblingsshops. Die Das- Mischung ist, by the way, wild in einer Nachricht. Das ist jetzt ein kompletter Wunschzettel, der hier abgegeben wurde. Ja, Das sind viele Themen. werden wir einfach mal so mit aufnehmen. Ja. So. Und vieles davon streifen wir auch immer wieder mal. Und damit habe ich jetzt hier alle Zettel weg. Hei. Und erstmal vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt. Es ist wahnsinnig tatsächlich viel. mega gute Themen nochmal drin. Also es gibt uns auch nochmal das Feedback zu wissen, wo halten wir jetzt mal den Finger in die Wunde rein, wo nicht. Wo kann man denn was hinschicken? Ne? Ja, wo kann man denn was hinschicken? Ihr per E-Mail natürlich. moin@schwarzundeng.de oder ihr schickt uns bei Instagram eine Nachricht an schwarzundeng.podcast und dann landen eure Themen auch einfach hier bei uns vor dem Mikrofon. Und ich glaube, damit haben wir jetzt einfach sehr, sehr gut nochmal Themenspeicher gefüllt. Ich glaube, das endet nicht. Also, ja, es wird irgendwann enden, aber So schnell erstmal nicht, glaube ich. Ja. Dann kommen wir doch mal zum Ende jetzt. Ich glaube, das wird die längste Folge jetzt, weil so lange hast du mit deinem Chef nicht telefoniert. Ja, das kann sein. Ja, schade. Sorry dafür, dass wir eure Zeit Es jetzt so tut uns so strapazieren. leid. Aber es macht auch einfach Spaß, hier zu reden. Ich finde es ja immer sehr angenehm. Wir freuen uns, wenn ihr bis zum Ende zuhört und wenn nicht, ist es auch okay. Ja. Aber wir sehen das. Wir wissen, wer abgeschaltet hat. Wir kommen euch besuchen. Jetzt schalten alle aus, damit wir da vorbeikommen. Nein. Vielen Dank fürs Einschalten. Wie immer, vielen Dank fürs Folgen, Abonnieren, Teilen, was man alles machen kann in dieser digitalen Welt. Fax schicken, keine Ahnung. Ja, macht Spaß, kann man glaube ich sagen. Wir werden uns in Folge 14 hören. Ja. Ich bin gespannt, welches Thema das wird. Wir wissen es noch nicht. Aber vielleicht haben wir heute. Schauen wir mal, was wird. Den haben wir vergessen. Ja, Was okay. wird? In diesem Sinne. In diesem Sinne ein freundliches Blablub für euch da draußen und bis bald.